Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Webtalk der Rosenberger OSI. Mein Name ist Andreas Kluge und ich bin verantwortlich im Bereich Sales der Rosenberger. Das Thema heute lautet mit Highspeed in die Cloud, worauf es bei der IT-Infrastruktur eines Kollokationsrechenzentrums ankommt, ein Bericht aus der Praxis. Ziel soll es heute sein, Ihnen einen Einblick zu gewähren, wie sich Kollokationsbetreiber den aktuellen Herausforderungen stellen und Ihnen natürlich nützliche Tipps und Hinweise zu liefern für Ihre eigenen Projekte. Wir sprechen ja heute von einem Praxisbeispiel. Dazu haben wir einen langjährigen Kunden und Experten der Enviatel eingeladen, den Herrn Michael Freitag. Hallo Michael. Hallo. Michael, kannst du dich bitte einmal kurz unseren Zuschauern vorstellen, was du halt machst und bei der Enviatel und natürlich auch die Enviatel? Ja, natürlich. Ich bin Michael Freitag, bei der Enviatel Gruppenleiter Planung, Bau, Betrieb, Datacenter, seit fast 25 Jahren im Unternehmen, auch Projektleiter für den Neubau Datacenter Leipzig 2. Ja, die Enviatel mit mehr als 200 Mitarbeitern ist ein Telekommunikationsunternehmen in Mitteldeutschland und 100% Tochterunternehmen des Energiedienstleisters NVIM. Wir haben eigenes LWL-Netz, WDM-Netz und natürlich Datacenter und bieten Produkte für Geschäftskunden, Carrier und seit neuestem auch für Privatkunden an. Danke dir, Michael. Noch ein kurzer Hinweis, liebe Zuschauer, wir haben 2 Umfragen für Sie mit eingebaut. Da zählen wir natürlich auf Sie und Ihre Meinung. Und Sie haben während des gesamten Webtalks die Möglichkeit, über die Chatfunktion Fragen zu stellen. Die werde ich dann gemeinsam mit Michael am Ende für Sie beantworten. Danke. Ja, Michael, ihr seid ja nun schon seit mehreren Jahren Rechenzentrumsbetreiber, habt euch vor einigen Jahren dazu entschieden, ein neues Datacenter zu bauen. Was Was war denn eigentlich so die Intention? Wie seid denn ihr das Projekt angegangen, wo ihr gesagt habt: „Okay, wir müssen jetzt, erweitern aus unserer bestehenden Struktur." Wie seid ihr das Projekt halt angegangen? Ja, du hast es gerade gesagt, seit 2014 haben wir unser Datacenter Leipzig 1 mit 1000 Quadratmetern auf dem Datacenter Campus in Taucher bei Leipzig in Betrieb. Und das hat sich entsprechend gefüllt mit unseren Kunden. Und dann haben wir Ende 2017 begonnen, ein Grobkonzept Machbarkeitsstudie mit einem externen Partner für einen Neubau zu machen, Mhm. wo sozusagen untersucht wurde, wie bauen wir, wo bauen wir, Ja, äh, Budget und so weiter, um dann, ich sage mal, in die Beantragung der entsprechenden Mittel zu gehen. ja. Und du sagtest jetzt ja, Anforderungen habt ihr quasi ermittelt, und, Grundanforderungen auch für den ganzen Bau vor allen Dingen. Was waren die denn im Einzelnen auch? Also, du hast jetzt schon gesagt, Machbarkeitsanalyse natürlich, aber auch, ich sage mal so jetzt so auf Kundenseite da in die Richtung, was waren da die Anforderungen? Genau, wir haben geschaut aus unseren Erfahrungen heraus, was möchten wir weiter für Produkte verkaufen, was sind unsere Kunden, was fordern die Kunden. Zusammen mit dem Produktmanagement haben wir dann, ich sag mal, ein Lastenheft, Leistungskatalog festgelegt, wie der Bau aussehen soll, was wir benötigen. Ja. Und, jetzt hört sich das ja schon, sage ich mal, sehr stark nach klassischem Projektmanagement an. War das denn der Weg, den ihr über den kompletten Zeitraum gegangen seid oder habt ihr da auch, andere Wege bestritten? Ja, im Prinzip klassisches Projektmanagement. Wir haben dann einen Projektauftrag erstellt und die entsprechenden Themen, Ressourcen, Budget, Termine, internes Projektteam und auch Einplanung der externen Ressourcen Ja, gemacht. Ja. ja. Jetzt seid ihr ja an den Punkt gekommen, habt gesagt: „Okay, das sind jetzt unsere Anforderungen", wie du auch schon sagtest, mit Externen da mit einbezogen habt. Was waren denn die, oder wie seid ihr denn weiter vorangegangen nach diesem Punkt, also die Anforderungen fertigstellen? Ja. Wir haben uns als erstes dann damit beschäftigt, Fachplaner oder Fachplaner Mhm. zu finden für die einzelnen Themen, ich sage mal für den Baukörper, für die technische Gebäudeausrüstung. Haben das entsprechend am Markt ausgeschrieben, dann
verhandelt, ausgewählt nach Referenzen, Kapazitäten und so weiter, so dass wir dann die Fachplaner entsprechend binden konnten, um dann im Projekt weiterzugehen. Ja, also die Fachplaner, wie du auch schon sagtest, habt ihr halt nicht viel in Eigenleistung, sondern halt auch wirklich einzeln für die Gewerke auch extern vergeben dabei. Ja, ganzen Thema. Also eine Mischung sozusagen aus internem Projektteam und externen Fachplanern. Ja, genau. Und du sagtest ja auch schon, dass ihr da euch sehr genau Gedanken gemacht habt jetzt in dem Bereich Anforderungen. Und ich denke mal, so auch zertifizierende Stellen sind ja ein wichtiger Punkt gewesen dabei. Habt ihr diese auch direkt mit eingebunden oder seid ihr jetzt hergegangen, habt gesagt, okay, nein, wir nehmen uns bloß einen Leistungskatalog von den zertifizierenden Stellen und arbeiten das ab? Oder wie seid ihr da reingegangen? Wir haben gleich zu Beginn die zertifizierenden Stellen und Sachverständigen und so weiter mit ins Boot geholt und schon während der Planungsphase entsprechende Voraudits durchlaufen, sodass wir auch nichts an der Norm sozusagen vorbei planen und dann vorbei bauen. Das wäre natürlich schlecht. Und bei den Sachverständigen genauso. Wir haben, ich sag mal, schon im Vorprojekt entsprechend untersucht, wie man das so klassisch macht, Standortanalyse, Risikoanalyse. Wir haben zum Beispiel ein ausgeklügeltes, nenne ich es mal, EMV-Konzept, also elektromagnetische Verträglichkeit, was dann auch, ich sag mal, durch externen Partner erstellt wurde und während der Bauphase dann auch überwacht und bei den Abnahmen war er natürlich auch dabei. Ja, solche Themen wurden gleich am Anfang mit berücksichtigt und die Experten eingebunden. Ja, okay. Jetzt bei der Planung, ihr habt ja gesagt, okay, ihr habt jetzt die Anforderungen gestellt, ihr habt ja auch gesagt, dass ihr da Externe mit reingenommen habt. Da seid ihr dann, denke ich mal, da hingegangen, habt gesagt, okay, nach den Anforderungen und Ausschreibungen her habt ihr jetzt auch die entsprechenden Gewerke mit eingebunden in die Planung und aufgenommen. Richtig. Ja. Deswegen zu Beginn Bindung des Fachplaners und dann zusammen die Leistungsverzeichnisse erstellt, wo die Anforderungen sozusagen entsprechend verankert waren und dies dann an den Markt gegeben, wie es so schön heißt, quasi ausgeschrieben. Dann entsprechend die Rückläufe geprüft und es gab zu unserer Überraschung auch genügend Rückläufe, dass man auch verhandeln konnte. Ja, das ist ja auch immer ein entscheidender Punkt, dass man auch wirklich dann Antworten bekommt. Genau. Haben vorher natürlich entsprechende Lose gebildet, also zum Beispiel Elektrotechnik, Klimatisierung und haben dann die Aufträge an die Partner, Lieferanten, Dienstleister vergeben. Ja. Wir durften ja auch teilnehmen. Das ist richtig. Ja, wenn Michael jetzt rückblickend nochmal betrachtet, wenn du sagst, okay, ihr seid ja jetzt an dem Punkt, Anforderungen gestellt, habt die Planer eingesetzt, habt die Gewerke jetzt auch schon vergeben. Was hat das denn bis zu dem Punkt, also zeitlich Anteil genommen von dem Gesamtprojekt vor allen Dingen? Das ist ja auch immer so entscheidend, wenn man ja durchplant, so ein gesamtes Projekt, nur alleine die Vorplanung. Was hat es da? Genau. Also wenn wir mal davon ausgehen, von unserem Beginn mit der Machbarkeitsanalyse Ende 2017, hat das Ganze 3 Jahre gedauert bis zur Fertigstellung und die Hälfte der Zeit, kann man sagen, haben wir für Planungsthemen aufgewendet. Ja, also war dann doch schon sehr groß der Anteil in den einzelnen Bereichen. Jetzt habt ihr ja die Gewerke festgelegt. Was war denn so der nächste Schritt? Das ist ja dann so, wir sind ja im Status quo, man hat jetzt alles vergeben und irgendwann muss es ja losgehen. Was waren da dann die nächsten Punkte, die ihr angegangen seid? Richtig. Wir haben zu den Gewerken gehörten natürlich auch Projektsteuerer und Sicherheitskoordinator für die Baustelle. Und ich sage mal, in der ganzen Gemengelage ist es wichtig, die Gewerke entsprechend zu verzahnen, Schnittstellen genau abzustimmen und dann mit der Projektleitung, Projektsteuerung auch die Themen wie Planungsberatung, Bauberatungen, Terminpläne, Änderungsmanagement, Budget, Themen, Reportings, das alles abzustimmen. Das war dann der nächste Punkt. Ja, also gesamtheitliche Abstimmung der Gewerke im Endeffekt. Genau.
Jetzt habt ihr natürlich auch das ganze Projekt zu einem sehr speziellen Zeitpunkt, würde ich mal sagen, umgesetzt. Stichwort Corona kam ja, denke ich mal, sehr unerwartet für alle bei euch im Projekt. Wie hat sich das bei euch ausgewirkt eigentlich, das ganze Thema? Ja, Ja. Also Corona im Jahr 2020 kannte ja keiner, Pandemie, noch nie damit zu tun gehabt. Natürlich auf allen Seiten Unsicherheiten. Nachdem er sich dann entsprechend gefunden hat, mit entsprechenden Konzepten, Hygienekonzept aufgestellt. Der Wachschutz auf der Baustelle hat genau protokolliert, wer geht wann rein auf die ja, Baustelle, wer geht raus. Dann solche Themen wie Verdopplung der BC-Container, Sanitärcontainer. ja, das müsste ja getrennt werden, ja. Genau. Im Rohbau, das sah zuweilen interessant aus, dann Hygienespender so in dem Rohbau an verschiedenen Stellen angebracht. Ja, Aber auch die Gewerke voneinander separiert, das war auch eine Forderung. ach so, komplett. Und zu Beginn gab es ja auch noch nicht ausreichend Mund-Nasenschutz. Das heißt, darum haben wir uns auch gekümmert. Also Ja. sprich, Hattet ihr Kontingente damals? Weil das war ja so zum Anfang ein Thema. Es gab nicht genug für alle ja, in dem Bereich. da hatten wir als Betreiber kritischer Infrastruktur gewisse Vorteile, ja. Okay, Das ist richtig. sehr gut. Genau. Ja, Ja, und ich sag mal, zum Glück gab es keine Ausfälle, ich sag mal, an Dienstleistern, eigenen Mitarbeitern und Lieferanten. ja, Das ist alles gut gelaufen. gut. Und jetzt dieser zeitliche Faktor, wenn du das jetzt aufs Gesamtprojekt nochmal reflektierst, was war der jetzt? Hat das da Auswirkungen lange gehabt bei euch? Also auf jeden Fall hatte es Auswirkungen. Wie gesagt, Ausfälle gab es zum Glück keine. Mhm. Aber wir haben festgestellt, über alle Gewerke hinweg, Lieferanten und so weiter, es ging alles langsamer, gerade bis sich alles gefunden hat und so weiter mit den Unsicherheiten. Und im Projektablauf hatten wir dann einen Verzug von ca. 2 Monaten. Ja, für das Gesamtprojekt. Gut. Ja. Hat sich denn doch noch im Rahmen gehalten. Zwar auch schon 2 Monate kritisch, ja, wenn man da feste Termine hat, gerade bei euch ja auch mit Kunden, denke ich mal, wenn das Datacenter in Betrieb gehen soll. Aber es hat ja alles noch funktioniert und ihr konntet ja dann das Datacenter in Betrieb nehmen. Ja. Genau. Okay, dann danke dir erstmal, Michael, für den Einblick erstmal in euer Projekt vor allen Dingen auch. Jetzt wollen wir auch so ein bisschen dahin übergehen und gerne von dir auch natürlich wissen, was sind denn aus deiner Sicht so Hauptherausforderungen, die Kolokationsbetreiber jetzt und vor allen Dingen auch in Zukunft auf sie zukommen werden? Ja. Also für Colo-RZ-Betreiber ist es ja immer schwierig, genau zu beziffern, was bekomme ich jetzt für Kunden, welche Leistungen benötige ich für die Ja. Auslegung des Datacenters. Also das heißt Einspeiseleistung, wie modular gestalte ich die Technik, Netzersatzanlage, USV-Anlagen, Klimatisierung. Unser Herangehen in dem Falle ist, wir möchten modular mit unseren Kunden mitwachsen. Das Ja. heißt, nicht immer gleich die gesamte Leistung sozusagen hinstellen. Ja, Ja, also Größe, Trafo, Netzersatzanlage, Kältemaschine, aber auch wie gestalte ich jetzt meine Fläche, was biete ich für Produkte an. also auch die Verkabelungsinfrastruktur. quasi. Verkabelungsinfrastruktur zählt da genauso Mhm. drunter. Da haben wir auch, ich sag mal, bei der Untersuchung Zertifizierung spielt da ja mit rein, ein entsprechendes Verkabelungskonzept erarbeitet, auch mit externer Unterstützung. Ja. Und wir brauchen die Flexibilität und auch Modularität genauso in der Verkabelungsinfrastruktur. Ja. Und bei den Umbauten, weil du es ja auch sagst, man kann es halt schwer voraussagen, was die Kunden bei euch benötigen. Ich denke mal, ihr werdet ja auch den Fall haben, dass zum Beispiel Kunden sagen, nein, wir brauchen jetzt keine Standardstruktur, sondern müssen diese jetzt verändern. Das ist bei euch auch möglich, dass ihr komplett auf der Fläche das umbauen könnt.
Genau. Das sind auch Themen, die wir aus unserem bestehenden Datacenter Leipzig 1 abgeleitet haben, die Erfahrungswerte, sodass man nicht zu viel der Infrastrukturthemen vorbaut, dass Ja, man da noch flexibel ist, um auf die Kundenanforderungen reagieren zu können. Ich sag mal, bei uns gibt es Standardprodukte von einer Höheneinheit über einen Schrank bis mehrere Schränke, ja, aber auch das von dir angesprochene freie Flächen quasi, sogenannte Cages, die dann flexibel in ihrer Größe gestaltet werden müssen. Und da ja, wäre es halt schlecht, wenn man dann dort an der Stelle schon zu viel vorgebaut hat. ja, das ist richtig. Aber ist halt prinzipiell bei euch möglich. Ihr Ja, könnt auf jeden Fall darauf reagieren, genau. solche Themen damit umzusetzen. Du hattest jetzt ja auch schon erwähnt, Herausforderungen bei euch, Planung, Energiebedarf. Wenn wir jetzt uns heute anschauen, Frankfurt am Main, da ist ja schon die obere Grenze erreicht, da geht nicht mehr viel. Wie sah das bei euch aus, jetzt speziell Taucher? Ja, ihr seid ja glücklicherweise Tochterunternehmen von der NVAM. Ja. Habt da ja, denke ich mal, ein bisschen mehr Zugriff drauf. Genau. Also damals, wo wir uns schon für das erste Datacenter entschieden haben, haben wir uns das ja genau angeguckt, den Standort. Und wie du gerade gesagt hast, unser Datacenter Campus liegt unmittelbar neben dem Umspannwerk, was am europäischen Versorgungsring hängt. Da ist erstmal für die nächste Zeit, denke ich, genügend Einspeisekapazität vorhanden. Ja, Aber auch die Themen wie Sicherheit und Redundanz ist dort auf jeden Fall gegeben. Man hat auch kein fremdes Grundstück daneben oder wo ja. die Kabel drüber laufen. Das heißt, wenn dort ein Bagger fährt, ja, hat man selbst in der Verantwortung. Ja, dass das halt dann läuft. Und was habt ihr jetzt als aktuelle Ausbaustufe bei euch an Kapazität im Datacenter? Also die Einspeisung, die ist schon für den Endausbau konzipiert. Ja. Das heißt, aus dem Umspannwerk kommen wir mit 2 redundanten Mittelspannungszuführungen zu eigenen Trafos, die bei uns in der entsprechenden Sicherheitszone liegen. Und wir haben pro Pfad 3,5 MVA. Also nur für das Datacenter 2. Nur für das Datacenter 2. Das ist auch, was die, ich sag mal, zentralen Komponenten betrifft, nicht gekoppelt mit dem Datacenter 1. Okay, sehr gut. Thema ist natürlich auch Hauptherausforderung, was man ja viel hört jetzt, sind ja Wasserkühlung im Datacenter vor allen Dingen. Ist das bei euch auch schon jetzt im Konzept mit berücksichtigt worden oder hat das überhaupt eine Rolle gespielt bei der Planung? Bei der Planung haben wir natürlich in allen Gewerken geschaut, was benötigen wir, was ist am Markt üblich, was ist serienreif, was passt zum Budget. Das ist auch immer ein Thema. Auch ein Sinn, ja. Und bezüglich der Kühlung haben wir uns dann für die mehr oder weniger klassische Variante entschieden. Das heißt Wasser-Glykol-Kreislauf im inneren Ringleitung. Ja. Und die Kältemaschinen stehen dann draußen. In dem Falle Kältemaschine und Freikühler getrennt. Auch wieder aus Energieeffizienzgründen. Das heißt, wir möchten dann 70% der Jahresbetriebsstunden mit der normalen Umgebungsluft kühlen. Ja. Und jetzt zu deiner Frage im Inneren. Unsere Flächen sind natürlich so vorgeplant, dass wir bestimmte Bereiche haben, wo wir Wasserkühlung einsetzen könnten. An der Ringleitung sind dann auch schon die Abgänge vorgeplant, sodass man dann im Betrieb nicht mehr, ich sag mal, eingreifen muss und den Kreislauf unterbrechen muss. Ja, also es könnt direkt abnehmen. Richtig. Ja. Und ansonsten haben wir die klassische Luftkühlung mit Kaltgang, Warmgang, wo dann, ich sag mal, der Klimaschrank das entsprechend umsetzt auf den was dann halt benötigt Kreislauf. wird. Genau. Aber es ist halt bei euch mit drinne. Ne? Ihr könnt es mit anbieten. Ja. Das ist so ein Thema. Wenn du dir das jetzt mal rückwirkend auch so betrachtest, jetzt mit dem neuen Datacenter und dem alten Datacenter, ihr habt ja jetzt, hast ja auch gerade selber gesagt, viel Flexibilität, Modularität mit eingebracht. Ja. Wie ist denn da eigentlich auch so die preisliche Entwicklung? Das ist ja auch immer ein Riesenthema bei Kollokationsbetreibern, weil man sich ja nur an den Kunden orientieren kann. Wie ist denn da die preisliche Entwicklung aus deiner Sicht in den letzten Jahren passiert? Im Prinzip so wie im gesamten Markt. Ja.
während des Projektes hat man ja verschiedene Kosten kalkuliert. Da gab es natürlich auch einige Steigerungen. Und jetzt, ich hatte es ja vorhin kurz gesagt, wir wachsen ja mit unseren Kunden modular mit. Das Ja, heißt, wir bauen ja jetzt auch weiter mit jedem Kundenauftrag quasi mit und spüren das da besonders in letzter Zeit massive Kostensteigerungen in allen Gewerken und Erhöhung der Lieferzeiten, teilweise 5 Monate Lieferzeit für ja, ein Stückchen Plaste. ja, gut. Das ist natürlich am gesamten Markt das Problem, ja, wie du Ja, schon sagst. Aber halt generell merkt ihr natürlich auch eine Preissteigerung in allen richtig, Bereichen. richtig. Du hattest es ja vorhin auch schon gesagt, es war immer ein wichtiger oder ein großer Punkt bei euch natürlich auch Zertifizierung bei euch im neuen Data Center mit einzubringen. Was waren denn die Hauptzertifizierungen oder woran habt ihr euch denn Mhm. orientiert mit den Kunden? Ja. Im Prinzip ausgehend von zwei Themenfeldern. Mhm. Zum einen wollten wir für den ganzen Bau eine Art Qualitätskontrolle Ja. machen, sprich haben wir richtig geplant, haben wir richtig gebaut. Mhm. Und zum anderen, was spiegeln uns die Kunden, was benötigen die Kunden? Und das haben wir da einfließen lassen und haben uns da für die, ich nenne sie immer die sogenannte Datacenter-Norm EN 50600 und die ISO 27001 auf diese Kombination haben wir uns dann Ja. festgelegt. Weil das halt auch das Kernthema war, um zu sagen, dass ihr da vergleichbar seid, vor allen Dingen auch mit den Genau, Schutzklassen, genau. Bedarfsklassen. Genau. Ja. Aus meiner Sicht ist diese Kombination in Deutschland und Europa, ich sag mal, die Zukunft, die Datacenter vergleichbar macht. Und Ja. wir haben uns dann haben uns zertifizieren lassen nach EN 50600 Verfügbarkeitsklasse 3 und Schutzklasse 3. Ja. Das heißt Also schon recht hoch. Ja, genau. Okay. Gut, dann danke Michael erstmal für den Einblick bis hierher. Ja, liebe Zuschauer, ich hatte es ja eingangs erwähnt, wir haben Umfragen für Sie eingebaut. Jetzt würden wir gerne natürlich von Ihnen auch wissen an dieser Stelle, was waren oder sind Ihre Anforderungen oder Hauptherausforderungen an Ihr eigenes Rechenzentrum, die Sie stellen oder gehabt haben? Dazu haben wir 3 Auswahlmöglichkeiten. Zum einen A, Zertifizierung, B, Modularität und Skalierbarkeit und C, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Sie haben jetzt 1 Minute Zeit zum Abstimmen. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Ja, Michael, was meinst du? Wo geht der Trend hin? Im Hinblick auf die Zukunft würde ich schätzen Energieeffizienz und Ja, Nachhaltigkeit. das ist halt immer ein größer wachsendes Thema Ja, im Bereich. Ja, genau. schauen wir mal, wie sich unsere Zuschauer da entscheiden werden in dem Bereich. Na, sind wir mal gespannt. Warten wir mal auf die Ergebnisse. Also ich würde ja sagen, gut, vielleicht doch eher Zertifizierung. Ist halt auch immer wieder ein Thema. So, ich sehe, wir haben jetzt noch 10 Sekunden. Bitte stimmen Sie jetzt ab. In 10 Sekunden wird dann die Umfrage geschlossen und dann können wir die Ergebnisse auswerten. Ja, Zertifizierungen sind halt auch immer wieder ein wichtiges Thema. Nimmt Ja, weiter zu. es wird ja Ja, immer mehr genau. kommen in dem Bereich. So, dann ist die Umfrage jetzt geschlossen Ha, und wir sehen die Ergebnisse. Ja, Michael, keine Überraschung. Wie du gesagt hattest, Energieeffizienz und ja, Nachhaltigkeit sind die Hauptthemen, die auch unsere Zuschauer bewegen in dem Bereich. Ja, du hast es ja auch schon erwähnt, dass es da auch immer mehr für euch eine entscheidende Rolle spielt. ja. Danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihre Informationen dazu. Jetzt haben wir uns ja, sage ich mal, mit den Hauptherausforderungen befasst zum Thema Kollokations-Data-Center. Was sind denn eigentlich aus deiner Sicht, Michael, auch so diese Trends, die sich so abzeichnen in dem Bereich? Ich meine, du siehst ja auch immer viel, bist ja auch viel unterwegs. Was sind da so diese upcoming Trends, wo man sagt, die jetzt schon so sichtbar sind und auch in Zukunft kommen werden bei euch? Also aus meiner Sicht wird das oder steigt das Sicherheitsbedürfnis der Kunden an.
Und die Kunden möchten sich auch auf ihre Kernprozesse, Kernthemen konzentrieren und nehmen die Infrastruktur eines Datacenters als gegeben, setzen die das voraus, also sprich Stromversorgung, Entwärmung, Ja. 100% Verfügbarkeit. Da möchte sich kein Kunde drum kümmern. Da braucht er einen zuverlässigen Partner, der auch zertifiziert ist. Richtig. Ja. Da sind wir nämlich wieder auch bei der Umfrage. Das war zwar noch jetzt ein bisschen wenig, aber das wird auch steigen. Ja. Aus meiner Sicht Anforderungen der Kunden, dass man zertifiziert ist, beziehungsweise die Kunden lassen sich dann mit ihren eigenen Zertifizierungen in den Colo-Rechenzentren zertifizieren. Ja. Ja, und weiterhin denke ich mal, solche Themen wie Servicedienstleistungen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das heißt, der Datacenter-Betreiber übernimmt die Aufgaben Remote Hand, einfache Aufgaben bis hin zu weiteren Aufgaben in der Zukunft wie Konfigurationen und so weiter. Ja, und bietet ihr das jetzt aktuell eigentlich schon an in dem Bereich, also Service? Wir haben ein entsprechendes Angebot für Remote Hand Service, für einfache Dinge wie Fehlersuche, dann Verkabelung, Strom ein- und ausschalten, solche Themen. Das ist ja auch ein wachsendes Thema, wie du gerade sagtest. Spürt ihr denn generell auch immer so ein bisschen diesen Fachkräftemangel, auch für euch generell im Datacenter-Markt, wo wir gerade das Thema Service auch haben in dem Bereich? Ja, also ist im Datacenter-Umfeld genauso wie überall im Prinzip, und die NVIDIA hat ja auch noch mehrere Produkte und so weiter, mehrere Themen, die wir bearbeiten. Das zieht sich durch. Wir sind auch wachsend, mittlerweile über 230 Mitarbeiter und haben da auch immer Stellen anzubieten. Da ist es halt schwierig, entsprechende Fachkräfte zu finden. Ja, wir behelfen uns natürlich dann und setzen Dienstleister und Partner für gewisse Themen ein. Denen geht es aber auch genauso mit dem Fachkräftemangel. Im Bereich, ja. Okay, wir hatten ja jetzt auch eben gesehen bei der Umfrage, Michael, Energieeffizienz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Was macht ihr denn da in dem Bereich jetzt auch besonders für euch? Wie nutzt ihr das? Also ich sag mal so, es gibt ja immer das Thema Abwärme, vor allen Dingen Nutzung von Rechenzentren in dem Bereich. Was macht ihr denn da? Genau. Also wir haben es sowohl in unserer Planung für den Neubau mit betrachtet, und ich sag mal, schauen aber auch weiter im Betrieb des Ganzen. Und aktuell untersuchen wir gerade, wie können wir die Abwärme in ein Wärmenetz einspeisen, um zum Beispiel die Gebäude im Gewerbegebiet versorgen zu können. Achso, also dass ihr tatsächlich auch da quasi in anderen Bereichen das sinnvoll nutzen könnt. Genau. Ja. Auch jetzt im eigenen Datacenter verwendet ihr das da auch? Also nicht nur, dass ihr jetzt sagt, ihr tragt das natürlich nach außen, klar, ist ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall, aber ihr, denke ich mal, nutzt es ja dann auch im eigenen Datacenter. Ihr habt ja Bürokomplexe mit eingebaut bei euch. Genau, wir haben ja bis jetzt nur über das Datacenter gesprochen, die 2000 Quadratmeter auf 2 Etagen, aber wir haben zusammen mit dem Datacenter auch noch ein Bürogebäude über 2 Etagen errichtet, wo auch unser neues Network Operation Center beheimatet ist, und genau dieses Bürogebäude beheizen wir mit der Abwärme des Datacenters über eine Wärmepumpe. Ja. Genau. Das ist natürlich super, ja, dass ihr da auch schon quasi das bei euch mit berücksichtigt habt in dem Bereich. Was natürlich auch jetzt so bei Trends man viel immer hört, ist natürlich auch, gerade jetzt bei euch Kolokationsbetreibern, sind ja auch die Kundenkonzepte, die verändern sich ja auch ständig, und es wächst natürlich auch der Bedarf an größeren Kundenkonzepten. Ich sage mal Stichwort nicht redundante Konzepte mit mehreren Standorten in dem Bereich. Macht ihr da auch schon was in die Richtung? Weil ihr habt ja jetzt so 2 Datacenter quasi nur an einem Standort hauptsächlich. Also zum einen
kommt ja immer auf das Schutzbedürfnis drauf an, Ja. der Kunden. Zum einen unser Datacenter Campus in Taucher bei Leipzig haben wir ja schon mal 2 Gebäude, die unabhängig voneinander sind, auch mit ihrer Versorgungsinfrastruktur, stehen aber relativ dicht beieinander. Ja. Zum anderen, wenn man auf die Geschichte mit den 200 Kilometern Entfernung reflektiert, das können wir auch zusammen mit Partnern, den anderen Tochterunternehmen im E.ON-Konzern, und können zum Beispiel hier in Augsburg Datacenter Produkte anbieten in Saarbrücken und natürlich auch umgekehrt mit den gleichen Voraussetzungen, Service-Leveln und so weiter. Ja. Okay, also in dem Bereich seid ihr quasi dann auch sehr gut aufgestellt. Das ist die sogenannte Datacenter Union. Ja, genau. Okay, ja, dann danke dir, Michael, erstmal für den Einblick auch so in die Trends, was euch da vor allen Dingen auch so bewegt. Wir haben ja auch glücklicherweise damals an der Ausschreibung teilnehmen dürfen bei euch für euer neuer Datacenter-Bereich und auch sind ja bei euch mit reingekommen. Ihr hattet ja, oder du hattest mir ja auch damals schon gesagt, dass ihr ja eigentlich sehr viel an euren bestehenden Dienstleistern und Lieferanten auch eigentlich immer interessiert seid. Was war denn eigentlich der Punkt beim Data Center 2, dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen uns jetzt ja auch mal mit neuen Lieferanten vor allen Dingen auch unterhalten? Ja, dass wir da nicht jetzt nur bei dem Bestand bleiben, was wir haben, was natürlich auch bis dato funktioniert hat, aber ihr auch gesagt habt, nee, jetzt ist der Punkt da, wir müssen uns mit neuen Lieferanten unterhalten. Was waren da so die Beweggründe bei euch? Das sind auch wieder, ich sag mal, 2 Gesichtspunkte. Zum einen, was haben wir aus unserem bestehenden Datacenter gelernt? Was möchten wir da optimieren? Was haben uns die Kunden gespiegelt? Wie flexibel müssen wir sein? Wie modular müssen wir sein? Was bieten wir an Produkten weiterhin an? Was bieten wir gegebenenfalls an neuen Produkten an? Wie muss da die Verkabelungsinfrastruktur aussehen? Und zum anderen die Thematik wieder Zertifizierung Norm, sagte ich ja auch vorhin eingangs schon, hat man uns auch ein entsprechendes Konzept erstellt. Ja. Und mit diesem Konzept sind wir ja ins Gespräch gegangen mit den Bietern und haben da geschaut, was ist am Markt sozusagen gängig. Was passt natürlich auch zum Budget, ist ganz klar. Ja, natürlich. Wie leistungsfähig sind die Firmen, wie zukunftsorientiert. Und dann sind wir natürlich mit euch tiefer ins Gespräch gegangen. Ja, naja, ich sag mal so, es war ja auch ein Punkt, du hattest ja gesagt, dass ihr viel im Data Center 1 mit Breakout-Kabeln ja zu tun gehabt hattet, weil halt einfach auch der Bedarf an Portdichte noch gar nicht da war zu dem Zeitpunkt. Das hatte sich ja dann mit dem Data Center 2 nochmal verändert in die Richtung. Da hatten wir ja dann, sage ich mal, die ersten Kontakte ja gehabt, wo wir gesagt haben, okay, was kann man da optimieren, wo wir dann quasi ja unsere IB-Kabel mit eingebracht hatten, um diese höhere Portdichte mit abzubilden und natürlich auch die Gehäusetechnik dazu. Was ich halt natürlich am interessantesten bei euch fand, war ja eigentlich die Thematik Zonenverteiler bei euch. Das ist ja, sage ich mal, ein Produkt, das gibt es so nicht im Datacenter regelmäßig. Ihr hattet ja quasi wie einen, sage ich mal, Schaltschrank abschließbar eingesetzt als Endpunkte und da dann eine 19-Zoll-Ebene mit Schienen eingesetzt. Und da war ja so die Herausforderung, bei 300 mm Tiefe nur dort strukturierte Verkabelung mit einzubringen und das Ganze dann natürlich auch, wie du schon immer sagtest, modular und flexibel zu gestalten und nicht zuzubauen. Da hatten wir ja dann damals glücklicherweise dann auch unsere 200 mm Gehäuse mit reinnehmen können. Mit den seitlichen Eingängen, weil halt ja wirklich nach hinten raus gar kein Platz mehr war im Endeffekt und die Trankabel mit Trankköpfen, die wir dann nachher eingesetzt hatten, konnten wir ja sehr schön damit einbringen in den ganzen Bereich. Ja, das war natürlich eine super Sache, auch für uns, vor allen Dingen auch mal zu sehen, wie unsere Produkte auch in anderen Bereichen oder ich sag mal so in dem Umfeld da dann eingesetzt worden sind. Ja. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Anderes Thema, was ich halt auch, sage ich mal, sehr gut bei euch fand, oder ihr hattet eine Entscheidung getroffen im Bereich Trassenverkabelung. Ihr hattet ja gesagt, oder ihr habt ja umgesetzt, ihr habt ja teilweise im Doppelboden eine Trassenverkabelung oder Trassen mit eingesetzt und halt auf den Racks nachher auch nochmal Trassen aufgebaut. Was war denn da eigentlich so der Beweggrund, dass ihr gesagt habt, wir wollen diese Kombilösung haben? Weil viele sagen ja im Endeffekt immer nur oben oder nur unten. Ja. Also
Im Datacenter ist natürlich der Platz rar, du hast es angesprochen, deswegen auch so kompakt wie möglich, aber es muss auch so flexibel wie möglich sein. Ja, Bei uns, ich sag mal, können die Schnittstellen LWL Single Mode, LWL Multimode und Kupfer, ich sag mal, bestellt werden von den Kunden. ja, Und das Verkabelungskonzept geht quasi vom Weitverkehrsnetz über 4 Hauseinführungen mhm. bis zu unseren Meet-Me-Räumen, die in unterschiedlichen Brandabschnitten liegen. Und Ja, von den Meet-Me-Räumen kommt dann eure Trankverkabelung zu den Zonenverteilern, die dann immer verschiedene Schrankreihen versorgen. Das ist Unterdoppelboden. mhm. Und ich sag mal, oberhalb der Schränke vom Zonenverteiler aus geht es dann über Kabelverteilsysteme, die so umgangssprachlich Yellow Duct Ja, heißen. Ähm, Wieder mit getrennten Trassen A und B, Glas und Kupfer. ja, Und da wird ab dem Zonenverteiler, so ist unser Konzept, nur bedarfsgerecht zu den Kundenschränken verkabelt. mhm. Das Aber heißt, wie der Kunde beauftragt, kriegt er ja, dann eine LWL oder eine Kupfer. ja. Also das heißt Verkabelung. quasi vom Zonenverteiler dann mit Patchkabeln gehen wir Genau, dann davon genau, aus, genau. geht ihr dann weiter und um das halt Ja, flexibel anbieten ja. zu können, das Ganze. Vorgebaut ist halt die Verkabelung nur bis zum Zonenverteiler Ja, und von da wird dann flexibel darauf reagiert. Dazu müssen natürlich die Datentrassen, die Yellow Ducts, vorgebaut sein. ja. Ja, wir hatten ja auch damals noch mal ganz kurz das Thema ja diskutiert, dass ja auch so eine Kombilösung bei euch im Raum stand, wo man sagt, okay, auf einer Höheneinheit Glas und Kupfer unterzubringen, einfach auch natürlich, wie du schon sagst, halt diesen Platzbedarf zu reduzieren, das ganze Thema, was dann natürlich im Endeffekt eigentlich an Gesamtbudget wieder gescheitert ist, wo er ja gesagt hat, wir müssen uns da drin bewegen. Das muss natürlich abbildbar sein, auch das Ganze, Genau. ja. Das muss halt auch für, auch gerade wie du halt auch schon sagtest, mit den Kundenbedürfnissen passen nachher. Und da war ja dann auch wieder die Entscheidung, wo wir gesagt haben, nein, Kupferglas wird halt getrennt bei euch Ja, in den Zonenverteilern ja, abgebildet. ja, Ne? ja. Und Kupfer natürlich auch, wie gesagt, mit Trankabeln habt ihr ja das auch Genau. quasi realisiert in den Genau, Zonenverteilern. genau. Und das muss natürlich auch zueinander passen, wie schon gesagt. Auch der weitere Ausbau muss natürlich gesichert sein und da Ja, braucht man natürlich auch einen leistungsstarken und flexiblen Partner wie euch, danke. auch mit Produkten, Ja. die sich weiterentwickeln Ja, das ist es halt nämlich. Ja, und in gemeinsamen Gesprächen und so weiter, dass man da Optimierung findet für die Zukunft. genau. Genau. Das machen wir ja auch regelmäßig. Richtig. Alles klar. Dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal, Michael, für den Einblick, auch für unser Projekt natürlich, was wir gemacht haben. Ich hoffe, wir werden natürlich noch weitere schöne solche Projekte machen. Ja, liebe Zuschauer, wir haben natürlich auch noch eine zweite Umfrage für Sie mit eingebaut. Nach den ganzen Informationen, die Sie jetzt gehört haben, würden wir natürlich gerne von Ihnen auch wissen, was planen Sie denn zukünftig für Ihre eigene Infrastruktur? Da haben wir zur Auswahl einmal A, Neubau eines eigenen Kollokationsrechenzentrums, B, den Umzug der bestehenden IT in ein Kollokationsrechenzentrum und C, die Revitalisierung Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie haben wieder 1 Minute Zeit zum Abstimmen. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Ja, was ist denn deine Sicht eigentlich, Michael? Was meinst denn du, in welche Richtung wird es dann gehen? Also Ja? Also ihr habt ja viel Rückschluss, Kundenkontakt. Rückschluss aus unseren Kunden würde ich meinen, der Umzug der IT in ein Colo-Rechenzentrum. Ja, Der Schritt muss natürlich erstmal gegangen werden, aber ich denke, wie schon gesagt, die Kunden möchten sich auf ihre Kernprozesse und Kernthemen konzentrieren und die Infrastruktur muss einfach da sein. ja, na gut, ihr habt natürlich auch den meisten Kontakt Ja, in die Richtung, was da passiert, was da Überlegungen sind bei den Kunden, denke ich mal, wird ja auch viel bei euch diskutiert in dem Bereich. Ja, ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, wie sich gleich das Ergebnis genau. darstellen wird. Ja, Neubau ist natürlich auch immer so eine Frage. Beim Rechenzentrum muss man dann mal schauen. So, ich sehe noch, wir haben 10 Sekunden. Bitte jetzt noch schnell abstimmen, dann wird die Umfrage geschlossen. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus 2 Themen. Das kann natürlich auch sein, Redundanz, ne? Redundanzthema hatten wir ja vorhin Genau. auch, genau. Ja, dass man dann doch vielleicht eher sagt, okay, Ja. wir möchten ein redundantes Konzept haben und ein neues RZ dafür Genau, errichten. genau. Ja, muss man dann halt mal schauen. So, jetzt Spannung sind wir steigt. gleich fertig. Wir warten auf die Ergebnisse. Und ziemlich eng geworden. Ja?
Umzug der bestehenden IT Gleichstand. ist mit 43% und die Revitalisierung der eigenen Infrastruktur, also doch schon wieder ein bisschen die Verlagerung, dass man sagt, okay, die bestehende Infrastruktur doch wieder zu erneuern, sage ich jetzt mal, ne, wenn man sich das jetzt hier anschaut, dass der Neubau dann doch wieder ein bisschen weiter nach hinten rückt, bei den ganzen Themen. Aber wie du halt schon sagst, ist es ja groß dabei, der Umzug vor allen Dingen in Kollokationsrechenzentren, weil die Kunden halt sagen, wir möchten das abgeben, das ganze Thema. Genau. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, liebe Zuschauer, auch bei Ihnen für Ihren Input bei dem Ganzen. Ja, Michael, danke auch erstmal an dich. Ja, wir sind eigentlich soweit jetzt auch durch mit unserem Einblick vor allen Dingen. Ich hoffe für Sie, dass wir da auch schon mal viele Punkte für Sie liefern konnten. Und jetzt kommen wir zur Fragerunde. Dazu brauche ich mein Tablet. Da bekomme ich nämlich auch live quasi Ihre gestellten Fragen jetzt zugeschickt, dass wir die auch für Sie beantworten können. Ja, wenn die Technik mitmacht, dann wird es auch was. So, jetzt habe ich die Fragen. So, die erste Frage lautet, die geht an mich. Bietet die OSI auch Managed Service an, was wir vorhin auch besprochen hatten, ja Michael, den Bereich, ja, auch die OSI bietet solchen Managed Service mit an, speziell für Rechenzentrumskunden, auch individuell geplant. Unser Ansprechpartner, der Herr Martin Lukas, ist unser Serviceleiter, der kann Sie da in allen gängigen Bereichen, was das Thema Service hat, hingehend beraten, natürlich auch wir, aber wie gesagt, das ist da unser Fachmann in dem Bereich. So, dann schauen wir mal. Zweite Frage, Michael, die geht an dich. Okay. Haben Sie für Ihr Kerngeschäft bzw. Kernprozesse eine Schutzbedarfsanalyse durchgeführt? Und wenn ja, wie hoch ist der Schutzbedarf denn? Also, ist schon die richtige Frage. Genau, genau wie unsere Kunden haben wir das natürlich für unsere Kernprozesse und Kernthemen auch gemacht. Und welch Zufall, wir sind genau zu diesen Erkenntnissen gekommen. Wir brauchen auch hohen Schutzbedarf und deswegen passt das sehr gut mit Schutzklasse 3 und Verfügbarkeitsklasse 3, also hohes Schutzniveau. Ja, genau. Okay. So, denn die nächste Frage. Kann OSI auch Validierung von RZ-Lösungen unterstützen? Ja, auch OSI kann solche Überlegungen, Neubau, Revitalisierung oder Umzug unterstützen. Mein Kollege, der Herr Matthias Reidans, ist da unser Experte für. Der kann Sie da eingehend hingehen beraten, welche Lösung im Zweifel für Sie am meisten Sinn macht, auch in Ihren Projekten. Das ja doch sehr weit gefächert ist in den einzelnen Bereichen. So. Nächste Frage. Michael, das ist, glaube ich, noch eine Frage für dich. Welche Anforderungen bezüglich Zertifizierung haben Sie an Ihr Rechenzentrum bzw. an das Data Center, in dem Ihre eigene Technik vor allen Dingen auch steht, beziehungsweise auch Ihre Prozesse laufen? Genau wieder so wie vorhin auch schon dargestellt für unsere Kunden. Anforderungen, ich sag mal ISO 27001, wo wir regelmäßig quasi zertifiziert, rezertifiziert werden. Und die EN 50600 auch für uns mit dem entsprechenden hohen Schutzgrad. Okay. Genau. Gut. Genau. Dann danke Michael. Ja, das war's mit der QA-Session. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Fragen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, dass wir uns auch bei unseren neuen Web-Talks im nächsten Jahr wiedersehen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute einen guten Einblick geben, auch für Sie wichtige Informationen liefern, gerade was ein Kollokationsbetreiber bewegt, was für Herausforderungen er hat, was für Trends es geben wird im Markt. Dabei bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen. Recht herzlichen Dank auch an dich, Michael. Danke, dass du heute da warst und deinen wertvollen Erfahrungsschatz mit uns ausgetauscht hast. Sehr gern, sehr gern. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen.